Sehen wir uns den Performance-Index DAX an. In den letzten 20 Jahren hat er inklusive Dividenden 351% hinzugewonnen. Somit wären aus 10.000 Euro sagenhafte 45.155 Euro geworden. Es geht aber noch deutlich besser. Denn ein Renditemonster, was ich Ihnen im heutigen Video zeigen werde, hat es in 20 Jahren auf eine Gesamtperformance von über 800% gebracht und somit ca. 11,6% pro Jahr. Aus 10.000 Euro wären heute 90.000 Euro geworden. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich, Ihnen einen Mehrwert zu bringen mit den 3 deutschen Renditemonstern. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Im heutigen dritten Teil dieser Videoserie zeige ich Ihnen weitere 3 deutsche defensive Gewinner der Babyboomer Kapitalumschichtung. Hier noch einmal der kurze Überblick, was ich Ihnen in Teil 1 und Teil 2 dieser Videoserie vorgestellt habe und was in diesem Teil 3 vorkommen wird. Und wie immer gilt, das alles ist keine Anlageberatung und dient nur der Information. In diesem Video starte ich mit dem Sektor Versorger und Infrastruktur. Da die Babyboomer mehr Sicherheit und mehr defensive Aktien suchen, ist aus meiner Sicht ganz klar, dass die RWE von diesem Trend profitieren kann. Warum also ist die RWE eine geeignete Aktie dafür? Sie sind Profiteur der Energiewende. Sie haben langfristige Abnahmeverträge, staatlich unterstützte Investitionen, zahlen eine gute Dividende aus und haben eine große Zukunftsoption. Insgesamt bieten sie Sicherheit und strukturelles Wachstum. Bis 1990 war die RWE als rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk bekannt. Die Geschäftsfelder sind wie folgt. Zum einen das Offshore-Windgeschäft. Hier geht es um die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Windparks auf See in Europa, Nordamerika und der Region Asien-Pazifik. Als zweites das Onshore-Wind- bzw. Solargeschäft. Es werden Windkraftanlagen an Land, Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersysteme betrieben. Als drittes ist die flexible Generation zu nennen. Hier wird die Stromerzeugung aus Erdgas, Wasserkraft und Biomasse sowie moderne Speicherlösungen und Wasserstoffprojekte gebündelt. Zunächst auch noch das Supply and Trading Geschäft. Das ist ein globaler Energiehandel mit Strom, Gas, LNG und anderen Rohstoffen sowie kundenorientierten Energielösungen. Zudem auch noch das Phase-Out Technologies Geschäft. Dieses seit 2024 separate Segment umfasst die schrittweise Stilllegung und den Rückbau von Braunkohle- und Kernkraftwerken. Auf der linken Seite sehen Sie den Umsatz nach Geschäftsbereichen. Die 3 größten Geschäftsbereiche sind zum einen das Supply and Trading Geschäft mit ca. 57% Umsatzbeteiligung, also der globale Energiehandel mit Strom, Gas, LNG und anderen Rohstoffen sowie die kundenorientierten Energielösungen. Ca. 20% in Gelb zu sehen, macht die flexible Generation aus, also die Bündelung der Stromerzeugung aus Erdgas, Wasserkraft und Biomasse sowie moderne Speicherlösungen und Wasserstoffprojekte. Und ca. 11% machen die Phase-Out Technologies aus. Das ist also seit 2024 ein separates Segment und umfasst die schrittweise Stilllegung und den Rückbau von Braunkohle- und Kernkraftwerken. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Umsatz nach Geografie. Während ca. 46% aus Deutschland kommen und ca. 24% aus dem Rest von Europa, machen auch 22% aus UK aus. Sieht man sich die Umsatzentwicklung seit den 90er Jahren bei RWE an, können wir einen sehr positiven Trend bis zum Jahr 2017 erkennen. Im Jahr 2018 erfolgte ein massiver Einbruch, von dem aus sich das Unternehmen bis zum heutigen Zeitpunkt massiv erholen konnte. Der Einbruch 2018 war kein Problem, sondern ein Neustart. RWE wurde vom Versorger zum reinen Erzeuger. Denn der Umsatzeinbruch 2018 war kein Zeichen von Schwäche, sondern die Folge einer der größten Umstrukturierungen der deutschen Industriegeschichte. Der Deal war, RWE gab die Tochter Innogy für Netze und Vertrieb an E.ON ab. Im Gegenzug erhielt RWE die erneuerbaren Energien von E.ON und Innogy. Die Folge war, RWE verlor zwar das margenschwache, aber umsatzstarke Endkundengeschäft, übrig blieb aber ein fokussierter Energieerzeuger. Heute ist RWE einer der weltweit größten Akteure bei Offshore-Windkraft. In der sonst sehr positiven Dividendenentwicklung können wir in den Jahren 2016, 17 und 2018 einige Besonderheiten erkennen, die ich Ihnen im Folgenden zeigen werde. 2016 wurden die Dividenden für Stammaktien komplett gestrichen wegen der Belastung durch den Atomausstieg und niedriger Börsenstrompreise. Der Umbau ab 2018 erforderte zudem hohe Investitionen und Bilanzstabilisierungsmaßnahmen. Es gab Unsicherheiten durch den Kohleausstieg und politische Eingriffe und das Management priorisierte die Bonität, Cashreserven und Flexibilität. Die Dividende wurde zwar defensiv angepasst,
passt jedoch nicht aus operativer Schwäche. Die indizierte aktuelle Dividendenrendite mit Aufnahmezeitpunkt des Videos beträgt ca. 2,5%. Auf diesen Wert kommt man, indem man die Dividende von 1,10 € der letzten 12 Monate durch den aktuellen Aktienkurs teilt. Das beweist der Aktienfinder. In den letzten 5 Geschäftsjahren betrug die Dividendenrendite zwischen 2,5 und 3,8%. Im Durchschnitt also um die 2,7% Dividendenrendite. Der Free Cashflow bei RWE ist seit 1997 teilweise stark schwankend. Warum das so ist, zeige ich Ihnen im Folgenden. Ein Hauptgrund sind die extrem hohen Investitionen in erneuerbare Energien, denn RWE steckt Milliarden in Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Ein zweiter Grund sind die Projektzyklen, denn diese verzerren den Cashflow. Große erneuerbare Energieprojekte haben lange Bauphasen. Der Cash-Abfluss ist heute und die Erlöse sind erst nach Inbetriebnahme sichtbar. Zudem ist die hohe Volatilität bei Energiepreisen zu nennen. Die schwankenden Strom- und Gaspreise beeinflussen das Working Capital und den operativen Cashflow teilweise stark. Zum anderen auch noch der Portfolioumbau und der Rückbau von den fossilen Assets. Die Stilllegung und Rückstellung sowie die Umschichtung belasten den Cashflow temporär. Der Cashflow bei RWE ist aber nicht niedrig, weil das Geschäft schwächelt, sondern ganz wichtig, weil massiv in die nächste Ertragsgeneration investiert wird. Und genau hier liegt die Chance. An dieser Stelle möchte ich Ihnen die wichtigsten Kennzahlen nennen, die man bei RWE betrachten muss. Zum einen ist das EV zu EBITDA-Verhältnis zu nennen. Als zweites die Nettoverschuldung zum EBITDA und sekundär kann man sich das Price to Free Cashflow oder auch das KGV ansehen. Das EV zu EBITDA-Verhältnis ist der Goldstandard bei Versorgern und Energieerzeugern, da sie nicht sinnvoll über das KGV bewertet werden, da die hohen Abschreibungen den Gewinn verzerren. Der historische Durchschnitt beim EV zu EBITDA lag bei RWE bei 12,7 und ist nach aktuellem Ermessensstand bei 8,6 unterbewertet. Die Nettoverschuldung zum EBITDA ist eine zentrale Sicherheitskennzahl für Dividenden. Sie zeigt, wie stabil die Bilanz trotz Investitionsausgaben ist. Denn eine hohe Verschuldung ist bei Versorgern normal, aber sie muss tragfähig sein. Das Net Debt zu EBITDA war im Durchschnitt bei RWE der letzten 10 Jahre bei 2,9. Aktuell ist aber die Nettoverschuldung geringer als das EBITDA, nämlich bei 0,8 und somit in einem fairen Kaufbereich aus meiner Sicht. Das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis ist zwar durch die Investitionsausgaben bei RWE verzerrt, allerdings lohnt sich ein Blick hinsichtlich des historischen Durchschnitts, denn der lag bei 21,5 und ist aktuell massiv unterbewertet bei 13,7. Zudem ist das KGV zwar nur sekundär wichtig, da Gewinne stark volatil sind durch Energiepreise und Abschreibungen, ein historischer Blick lohnt sich aber dennoch, denn über die letzten 10 Jahre war das KGV bei RWE bei ca. 20, aktuell ist es unterbewertet, nämlich bei 15,6. Das zeigt uns auch der Durchschnitt über die letzten 5 Jahre, denn hier lag das KGV im Durchschnitt bei 18,3. Werfen wir einen Blick auf die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung, dann können wir erkennen, dass das Unternehmen RWE seinen Umsatz wie auch das Netto- und Betriebsergebnis in den Jahren 2026 und 2027 steigern werden. Wichtig in finanzieller Hinsicht ist auch zu sehen, dass in den letzten 10 Jahren bei RWE das Gesamtvermögen stetig höher war als die Gesamtverbindlichkeiten. Hätten Sie vor 20 Jahren in die RWE-Aktie investiert, so wäre zwar der reine Aktienkurs um ca. 30% gefallen, die Gesamtrendite, also inklusive reinvestierter Dividenden, wäre allerdings bei plus 56%. Somit wären aus 10.000 Euro immerhin noch 15.646 Euro geworden. Sehen Sie sich den Aktienkursverlauf der letzten 10 Jahre an, ergibt sich ein deutlich positiveres Bild, denn 2018 erfolgte einer der größten Umstrukturierungsmaßnahmen der deutschen Industriegeschichte, wie vorhin bereits erläutert. Der Total Return beträgt ca. 400%, also inklusive reinvestierter Dividenden wären aus 10.000 Euro heute fast 50.000 Euro geworden. Und das soll aus meiner Sicht weiterhin so laufen. Dass RWE eine absolute Qualitätsaktie ist, beweist der Qualitätscheck der Plattform TraderFox, die mit Morningstar-Daten arbeitet, denn hier bekommen Sie starke 13 von maximal 15 möglichen Punkten. Im Dividendencheck erhalten Sie gute 10 von 15 Punkten und somit sind Sie im grünen Bereich. Und sogar im Wachstumscheck erhält RWE 9 von 15 Punkten und somit sind Sie auch hier im grünen Bereich. Für langfristige Anleger, die auch in schlechten Marktphasen ein stabiles Unternehmen suchen, ist
RWE aus meiner Sicht eine perfekt geeignete Aktie, denn sie haben im Robustheitscheck 11 von 15 Punkten. Im Piotrowski F-Score, der die finanzielle Stärke und Profitabilität von Unternehmen misst, erhält RWE 6 von 9 Punkten und somit auch einen grünen Check. Schließlich erhält RWE im Dividendenadel 75% der maximal möglichen Punktzahl. Zusammenfassend kann ich sagen, seit 2018 ist RWE in der Energieinfrastruktur im Wandel und das ist die Riesenchance bei erneuerbaren Energien und der Versorgung. Die nächste Aktie kommt aus dem Sektor Gesundheit und Forschung. Und zwar geht es um die Deutsche Merck. Wenn Billionen in Sicherheit umgeschichtet werden, fließt Kapital nicht nur in Versicherungen, sondern auch in Unternehmen, die Gesundheit und Forschung dauerhaft absichern. Genau hier spielt Merck seine Stärke aus. Warum genau sollte die Deutsche Merck von dieser Kapitalumschichtung der Babyboomer profitieren? Denn der Gesundheitssektor ist nicht zyklisch. Medikamente, Diagnostik und Labortechnik werden unabhängig von der Konjunktur benötigt, gerade in unsicheren Zeiten. Ein weiterer Grund ist die demografische Entwicklung, denn die alternden Gesellschaften erhöhen dauerhaft die Nachfrage nach Pharma, Diagnostik und Biotech-Lösungen. Außerdem sind sie im Hintergrund systemrelevant, denn Merck liefert essentielle Vorprodukte für Forschung, Kliniken und Pharmaunternehmen. Oft unsichtbar, aber unverzichtbar. Insgesamt hat Merck ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, hohe Eintrittsbarrieren, starke Cashflows trotz Investitionen und sie sind defensiver als klassische Industrie. Außerdem sind sie global aufgestellt, ein wirklicher europäischer Anker. Zudem haben sie keine Hype-Bewertung. Das Unternehmen hat 3 wesentliche Geschäftsbereiche. Zum einen ist der Healthcare-Bereich zu nennen. Es geht um Medikamente gegen Krankheiten wie Krebs und MS. Der zweite Bereich ist das Life Science-Geschäft. Hier geht es um Werkzeuge und Chemikalien für Forschung und Biotechnologie. Und der dritte Geschäftsbereich sind die Electronics, also Spezialchemikalien und Materialien für die Elektronikindustrie, zum Beispiel für Displays und Halbleiter. Mit dem Button Thanks für Dankeschön können Sie die Arbeit auf meinem Kanal finanziell unterstützen, sofern Sie das möchten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, jetzt Kanalmitglied zu werden und mich hier auch zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Zudem können Sie für einen kleinen Betrag meinen Investmentleitfaden herunterladen, der auf Prinzipien von Buffett, Munger und Lynch basiert. Sie erfahren genau, wie ich den inneren Wert eines Unternehmens ermittle, welche Kriterien eine echte Renditemaschine erfüllt und welche psychologischen Fähigkeiten langfristige Überrenditen ermöglichen. Oder Sie klicken auf den Link unten in der Videobeschreibung. Circa 42% des Gesamtumsatzes macht die Life Science Sparte aus, also die Werkzeuge und Chemikalien für Forschung und Biotechnologie. Knapp gefolgt mit 40% von der Healthcare-Abteilung, die die Medikamente gegen Krankheiten wie Krebs und MS entwickelt. Und ungefähr 18% des Gesamtumsatzes macht die Electronics Sparte aus. Der Umsatz nach Geografie zeigt uns, dass circa 27% in den USA verdient werden und circa 21% in Europa. Ungefähr 20% des Umsatzes kommt auf das Asien-Pazifik-Geschäft und 12% auf China. Das extreme Potenzial des Unternehmens Merck lässt sich in der Umsatzentwicklung untermauern, denn seit 1990 wurden die Umsätze fast immer gesteigert. Beginnend mit 1990 und einem Umsatz von ca. 800 Millionen Euro sind wir bereits jetzt bei einem Umsatz von über 21 Milliarden Euro. Ein sehr positives Bild zeigt das Unternehmen auch im freien Cashflow, denn seit 1995 wurden die Cashflows erst allmählich und ab dem Jahr 2004 rasant bis zum heutigen Jahr gesteigert. Zudem wurden die Dividendenauszahlungen seit dem Jahr 1996 fast immer gesteigert. Die aktuelle indizierte Dividendenrendite ist mit Aufnahmezeitpunkt des Videos bei ca. 1,8% und bewegte sich im historischen Bereich zwischen 0,6 und ca. 5%. Die aktuelle indizierte Dividendenrendite ist leicht verzerrt. Man nimmt nämlich die bereits ausgezahlte Dividende des Jahres 2025 von 2,20 € und teilt sie durch den aktuellen tagesgleichen Aktienkurs. Somit kommen wir bei Merck auf 1,82%. Betrachtet man allerdings die Dividendenrendite eines abgelaufenen Gesamtjahres, so kommen wir in den letzten 5 Jahren auf Werte zwischen 0,8 und 1,5% Dividendenrendite. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre beträgt diese Dividendenrendite 1,2%.
Und die drei wichtigsten Kennzahlen, die man sich im Zusammenhang mit der Bewertung des Unternehmens Merck ansehen sollte, ist das EV zu EBIT-Verhältnis, das KGV und das Price zu Free Cashflow-Verhältnis. Das EV zu EBIT-Verhältnis zeigt, wie viele Jahre es dauert, bis der gesamte Unternehmenswert, also der Enterprise Value inklusive Schulden, durch den operativen Gewinn, also dem EBIT, erwirtschaftet wird. Im historischen Vergleich der letzten 10 Jahre war dieser Wert bei Merck bei ca. 20,7. Aktuell sind sie massiv unterbewertet, da das EV zu EBIT-Verhältnis nur bei 14,4 steht. Weiter geht es mit dem Price zu Free Cashflow-Verhältnis. Es zeigt die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit über Dividenden, Schuldentilgung und Wachstum eines Unternehmens. Dieses kann nicht durch Buchhaltungstricks verschleiert werden und ist besonders für Value-Investoren in stabilen Unternehmen gut geeignet. Der 10-Jahres-Durchschnitt bei diesem Verhältnis lag bei Merck bei 25,8 und aktuell liegt er bei 22,8. Somit eine Unterbewertung. Last but not least möchte ich Ihnen das Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigen, denn nicht das heutige KGV ist entscheidend, sondern die Frage, wie wurde diese Aktie normalerweise bewertet. Und im historischen Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag das KGV bei Merck bei 26,8. Aktuell liegt es lediglich bei 17,7 und somit ist aus meiner Sicht eine massive Unterbewertung vorhanden und eine Riesenchance bei Merck. In den letzten 5 Jahren lag das KGV bei 26,1 und in den Jahren 26 und 27 soll das KGV weiterhin sinken. Man geht von höheren Gewinnen aus, somit eine Riesenchance beim Unternehmen Merck. Der Aktienfinder kommt zur selben Schlussfolgerung, denn hinsichtlich des KGVs scheint die Merck-Aktie historisch günstig bewertet zu sein. Der Aktienfinder zeigt, dass das durchschnittliche bereinigte KGV über die letzten 10 Jahre bei ungefähr 17 lag und aktuell bei 14. Somit liegt eine Unterbewertung vor. Der faire Wert des Aktienkurses des Unternehmens Merck wird hinsichtlich der orangenen Linie in der Mitte des Bildes gezeigt. Da sich der Aktienkurs allerdings darunter bewegt, ist diese Aktie aktuell in einem unterbewerteten und somit interessanten Kaufbereich. Betrachten wir uns die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung bei Merck, so können wir in den Jahren 2026 und 2027 nur positive Signale erkennen, denn sowohl Umsatz, Betriebsergebnis als auch Nettoergebnis soll gesteigert werden. Anhand der vorläufigen Bilanz können wir zwei wichtige Dinge erkennen. Durch die blauen Säulen sehen wir, dass die Schulden weiterhin abgebaut werden und auf der rechten Seite der Grafik ist der Verschuldungsgrad dargestellt. Er setzt die Verbindlichkeiten zum EBITDA ins Verhältnis. Das bedeutet, wie viele Jahre ein Unternehmen benötigt, um seine Schulden mit dem operativen Gewinn abzubauen. Und diese Hebelwirkung wird über die Jahre hinaus immer weniger. Somit braucht das Unternehmen Merck weniger als ein Jahr, um seine kompletten Schulden abzubauen. Das ist hervorragend. Hätten Sie vor 20 Jahren in die Merck-Aktie investiert, wäre die Gesamtrendite, also die Kursentwicklung plus die Wiederanlage aller Dividenden bei 317% gelegen. Und das, obwohl die Aktie seit 2022 im Korrekturmodus ist. Im Qualitätscheck der Plattform TraderFox erhält das Unternehmen Merck starke 11 von 15 möglichen Punkten. Und das Unternehmen ist in jeglichen Marktphasen als robust gekennzeichnet, da sie sich hier im grünen Bereich befinden und gute 11 von 15 möglichen Punkten erhalten. Und auch diese Plattform zeigt, dass über eine Periode der letzten 10 Jahre der faire Wert hinsichtlich des Gewinns bei der Aktie Merck aktuell in einem unterbewerteten Bereich ist. Und auch hinsichtlich ihres fairen Werts bei der ausgezahlten Dividende ist die Aktie von Merck aktuell stark unterbewertet. Und auch hinsichtlich des fairen Werts beim Umsatz erscheint die Aktie von Merck in einem unterbewerteten Bereich. Und auch die Dividendenanalyse über die letzten 20 Jahre zeigt uns ein klares positives Bild. Merck konnte die ausgezahlte Dividende gut steigern. Über die Finanz- und Risikobewertung des Piotrowski F-Scores erhalten Sie im grünen Bereich 5 von 9 Punkten. Und im wichtigen Alle-Aktien-Qualitätsscore erhalten Sie 90% der Punkte. Hierbei wird betrachtet das Umsatzwachstum wie auch das EBIT-Wachstum, als auch der Verschuldungsgrad, die Gewinnkontinuität und auch die Kapitalrendite. Der Dividendenadels-Check gibt Ihnen 75% der möglichen Punkte. Als Fazit lässt sich sagen, Merck ist ein absoluter Profiteur der demografischen Entwicklung. Sie sind ein stabiles Qualitätsunternehmen mit Burggraben und geeignet für langfristige Sicherheitsdepots. Sie sind eine europäische Qualitätsalternative zu US-Health-Titeln und aktuell auch noch in einem unterbewerteten Bereich.
Die letzte Aktie im heutigen Video kommt aus dem Bereich der Industrie und der Grundstoffe. Es geht um das Unternehmen Linde. Sie sind ein perfekter Stabilitätsanker. Linde war jahrzehntelang ein deutsches DAX-Schwergewicht und ist heute ein globaler Industriegas-Weltmarktführer. Die Linde plc ist ein börsennotierter Industriekonzern mit Sitz mittlerweile in Irland. 2018 erfolgte die Fusion der in Deutschland entstandenen Linde AG mit dem im Ersten Weltkrieg konfiszierten US-amerikanischen Konkurrenten Praxair, auch von Karl Linde gegründet. Hauptgeschäft sind Industriegase und Prozessanlagen, die Gase gewinnen oder herstellen. Im Bereich der Industriegase sind sie Weltmarktführer vor dem französischen Konkurrenten Air Liquide. Als globales Spezialchemieunternehmen haben sie starke Margen, besitzen einen stabilen Cashflow und haben den Dividenden-Aristokraten-Status inne. Industriegase werden immer gebraucht, egal ob in Krankenhäusern, in der Industrie oder in der Energieversorgung. Linde steht für Industriegase und unverzichtbare Grundstoffe. Warum sind sie für ein Langfristdepot geeignet? Sie haben langfristige Lieferverträge, eine extrem hohe Kundenbindung, kaum Konjunkturabhängigkeit und besitzen eine enorme Preissetzungsmacht. Ohne Gase steht Industrie, Medizin und Energie still. Kommen wir zu den Geschäftsfeldern. Linde ist weltweit führend in der Produktion und Lieferung von Industrie, Medizin und Spezialgasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Wasserstoff. Sie bauen Industrieanlagen und versorgen Kunden in fast jeder Branche von der Stahl- über die Elektronik bis zur Gesundheitsindustrie mit lebenswichtigen Gasen und technologischen Lösungen. Der Umsatz nach Geografie zeigt uns, dass ca. 35% aus dem USA-Geschäft kommen und der Rest sich aufteilt auf China, Deutschland, dem United Kingdom oder auch Australien und Mexiko sowie Nicht-USA-Bereiche. Das Unternehmen Linde besitzt eine brutal starke Umsatzentwicklung. Hier habe ich Ihnen die Umsätze seit 1991 grafisch dargestellt. Beginnend mit ca. 2,5 Milliarden US-Dollar sind sie bereits bei Umsätzen von über 33 Milliarden US-Dollar angekommen. Der Free Cashflow wurde insbesondere seit dem Jahr 2015 exponentiell gesteigert und die Dividendenentwicklung zeigt uns, dass Linde seit 2019 die ausgezahlte Dividende Jahr für Jahr steigern konnte. Die aktuelle indizierte Dividendenrendite ist mit Aufnahmezeitpunkt des Videos bei ca. 1,4%. Diese aktuelle indizierte Dividendenrendite ist etwas verzerrt, da sie die ausgezahlte Dividende des letzten Geschäftsjahres 2025 ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs setzt und somit kommen wir auf ca. 1,4%. Im historischen Verlauf der letzten 5 Gesamtjahre betrug die Dividendenrendite zwischen 1,2 und 1,4%. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag die durchschnittliche Dividendenrendite also bei 1,3%. Die 3 wichtigsten Kennzahlen sind zum einen die Free Cashflow Marge, das KGV und der Return on Invested Capital. Linde konnte ihre Marge beim freien Cashflow seit 1995 enorm steigern und haben aktuell eine Marge von fast 20%. Da Linde ein Cashflow-Geschäft ist und sie langfristige Lieferverträge haben, besitzen sie planbare Zahlungsströme. Ein hoher Cashflow finanziert Dividenden, Aktienrückkäufe und Wachstum ohne Verwässerung. Wenn also der Free Cashflow stabil wächst, ist das Geschäftsmodell intakt. Bei Linde hoch, stabil und wachsend. Des Weiteren ist insbesondere die EBIT-Marge wichtig, denn sie zeigt die Preissetzungsmacht. Industriegase sind Oligopolmärkte. Margen bleiben auch bei Inflation stabil. Hohe und stabile Margen zeigen den Burggraben besser als das Umsatzwachstum. Und Linde hat eine der höchsten Margen im Industriebereich, nämlich aktuell bei fast 27% und im historischen Durchschnitt lag diese Marge bei 18%. Somit kann man sehen, dass Linde ein herausragendes Unternehmen ist, die ihre EBIT-Marge steigern konnte. Die Anlagen von Linde sind kapitalintensiv. Der Return on Invested Capital Wert zeigt, ob sich diese Investitionen lohnen. Wenn ein Unternehmen dauerhaft mehr verdient, als seine Kapitalkosten sind, entsteht ein echter Wert. Der ROIC ist klar über den Kapitalkosten, denn dieser ist bei Linde bei 11% und somit im historischen Durchschnitt. Betrachtet man sich die historische Entwicklung des KGVs über die letzten 5 Jahre, können wir im Durchschnitt den Wert 41,2
2 festhalten. Dieser Wert ist relativ hoch und soll über die nächsten Jahre, wie Sie auf der rechten Seite sehen, enorm abgebaut werden und auf den Wert von ca. 20 sich annähern. Ein Blick auf die zukünftige Gewinn- und Verlustrechnung zeigt uns bei Linde ein enorm positives Bild, das sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis sowie Nettomarge und Nettoergebnis gesteigert werden sollen. Sehen wir uns die vorläufige Bilanz an, dann können wir zwar sehen, dass der Verschuldungsgrad ausgehend vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2025 zwar gesteigert wurde, er sich aber lediglich bei einem Wert von 1,5 ungefähr einpendelt. Das bedeutet, das Unternehmen Linde braucht nur circa 1,5 Jahre, um seine Schulden mit dem operativen Gewinn abzubauen. Und hätten Sie vor 20 Jahren in die Linde-Aktie investiert, wäre eine Gesamtperformance von 800% das Resultat, circa 11,6% pro Jahr und somit weit vor dem DAX. Aus 10.000 Euro wären heute sagenhafte 90.000 Euro geworden. Es ist nicht verwunderlich, dass Linde im Qualitätscheck sich im absolut grünen Bereich befindet und 12 von 15 möglichen Punkten erhält. Sie erweisen sich als robuster Stabilitätsanker in jeglichen Marktphasen und erhalten im Robustheitscheck 11 von 15 möglichen Punkten. Bezüglich des Gewinns ist der faire Wert der Aktie aktuell in den letzten 3 Jahren im unterbewerteten Bereich. Betrachten wir uns die Risikoanalyse bei Linde. Der wichtige Piotrowski F-Score gibt Ihnen 7 von 9 Punkten und somit ist Linde im absolut grünen Bereich hinsichtlich ihrer Bilanz. Das Insolvenzprognoseverfahren wird über den Altman Set-Score gemessen und hier erhalten Sie 3,92 Punkten und somit sind Sie im absolut sicheren Bereich und nicht insolvenzgefährdet. Linde ist eine absolute Qualitätsaktie. Das beweist der Alle-Aktien-Qualitätsscore, denn hier erhalten Sie 90% der möglichen Punkte, denn er betrachtet das Umsatzwachstum über die letzten 3 bis 10 Jahre, als auch das EBIT-Wachstum über die letzten 3 bis 10 Jahre, wie auch den Verschuldungsgrad oder die Eigenkapitalrendite. Und schließlich erhalten Sie im Dividendenadelscheck die maximale Punktzahl. Zusammenfassend kann man sagen, Linde ist in einem Oligopol mit Air Liquide und Air Products. Sie haben eine enorme Preissetzungsmacht und geben die Inflation über Verträge weiter. Sie haben jährliche Erhöhungen über viele Jahre eingeplant und machen zusätzlich Aktienrückkäufe. Der Free Cashflow ist hoch und planbar und die Zukunft zeigt uns, dass sie ein Dividendenmotor über Jahrzehnte sind. Wir haben heute gesehen, dass die große Kapitalumschichtung der Babyboomer nicht irgendwo stattfindet, sondern direkt vor unserer Haustür. Mit RWE, Merck und Linde habe ich Ihnen 3 deutsche Renditemonster gezeigt, die für Qualität, Substanz und langfristiges Wachstum stehen. Für den Fall, dass Sie selbst absolute Renditemaschinen herausfinden möchten, habe ich diesen PDF-Leitfaden erstellt. Doch Rendite ist nur eine Seite der Medaille. Wenn Sie zusätzlich auf mehr Stabilität und planbare Ausschüttungen setzen wollen, dann sehen Sie sich unbedingt mein letztes Video über die 3 deutschen Dividendenmaschinen an. Hier zeige ich Ihnen die Allianz-Versicherung, die Hannoversche Rück und E.ON. Wenn Ihnen dieser Inhalt einen echten Mehrwert gebracht hat, dann freue ich mich über ein Abo, einen Daumen nach oben und optional eine Kanalmitgliedschaft oder ein Super Thanks. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.